Lisa und hinter der Kamera steht Benny und wir sind aktuell auf der Insel Penang. Was wir zuvor in Singapur und Malaysia erlebt haben, erfahrt ihr am besten in unseren vorherigen Videos. Die verlinken wir für euch unten in der Infobox. Aber jetzt geht es erstmal los auf Penang. Wir sitzen gerade im Grab Richtung Georgetown. Georgetown ist die Hauptstadt von Penang und da spiegeln sich die verschiedenen historischen Phasen noch richtig schön wider. Und das schauen wir uns heute an. Wir starten bei der Blue Mansion. Die Blue Mansion oder Chong Fah Tse Mansion ist das älteste chinesische Gebäude auf Penang. Es ist über 200 Jahre alt und ein sehr beliebtes Touristenziel und heute auch ein Boutique-Hotel. Wir wollten uns das Gebäude ansehen, sind aber leider viel zu früh. Man kann nur im Rahmen von geführten Touren hinein und die erste findet erst um 11 Uhr vormittags statt. In fast der ganzen Stadt verteilt gibt es auch Street Art. Wir sind jetzt in einer Straße und hier ist wirklich an jeder Hauswand ein Kunstwerk, wie zum Beispiel hinter mir. Übrigens ist ein großer Teil Georgetowns seit einigen Jahren UNESCO-Weltkulturerbe. Aktuell spazieren wir die Love Lane entlang. Das ist eine sehr berühmte Straße hier in Penang. Es ist nicht 100% klar, wo der Name herkommt. Entweder er kommt von einem britischen Soldaten namens Love oder weil hier früher mehrere Bordelle waren. Auf jeden Fall gibt es heute hier sehr viele nette Lokale, Cafés, sehr moderne Restaurants und es ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Und am Ende der Love Lane liegt übrigens die Julia Street, die vor allem für ihre Restaurants und Streetfood-Stände bekannt ist. Wir sind heute der Empfehlung eines Einheimischen gefolgt und haben uns Nasi Kenta geholt, und zwar im Restaurant Hamidia. Was wir nicht erwartet haben, war die Schlange vor dem Restaurant. Wir haben nämlich knappe 45 Minuten anstehen müssen, bis wir unser Essen bestellen konnten. Aber es hat sich wirklich ausgezahlt. Es ist sehr, sehr lecker. Nasi Kenta ist eine Mischung aus Reis und verschiedensten Curry-Variationen und auch mit verschiedenen Fleischvarianten. Wir haben uns für Hühnchen entschieden und das essen wir jetzt und das schmeckt ausgezeichnet. Aber obwohl wir gerne scharf essen, ist es wirklich, wirklich scharf. Auch auf Penang gibt es wieder wie in ganz Malaysia die verschiedensten Zusammenstellungen von Kulturen und Religionen. Wir schauen uns zur Abwechslung wieder mal einen chinesischen Tempel an. In gefühlt jeder Stadt in Malaysia gibt es übrigens einen Sri Maha Mariamman, also einen indischen Tempel. Hinter mir ist übrigens der älteste Hindu-Tempel in ganz Penang. Der hat aber leider zu, das heißt wir können ihn nicht besichtigen. Wir haben aber gerade gelesen, dass hier einer der Startpunkte für das Thaipusam Festival ist, von dem wir euch schon bei den Batu Caves in Kuala Lumpur erzählt haben. Nur ca. 100 Meter vom ältesten Hindu-Tempel entfernt liegt die älteste Moschee Penangs, die Ende des 18. Jahrhunderts gebaut wurde. Wir finden hier auf Penang, merkt man wie in ganz Malaysia und auch in Singapur, die Einflüsse der verschiedensten Kulturen und Religionen wieder sehr stark. Wir befinden uns jetzt gerade bei den Clan Jetties. Das sind Häuser, die eigentlich über Wasser, nämlich auf Stegen gebaut sind. Das ist eine ganz besondere Touristenattraktion, wobei es hier eigentlich ruhiger ist als verhältnisweise in der Stadt. In diesen Häusern wohnen tatsächlich Familien. Die ganzen Stege sind jeweils nach einer Familie benannt. Jetzt befinden wir uns zum Beispiel auf dem Tan Jetty, sprich das gehört der Familie Tan. Angeblich zahlen die Einheimischen für diese Unterkunft keine Steuer, da sie sich ja nicht an Land, sondern über dem Meer befinden.
Penang ist ein absoluter Food-Hotspot und Essen kommt. Penang ist ein absoluter Food-Hotspot in Malaysia. Hier gibt es wirklich jede erdenkliche Art von Küche. Wir sind den Empfehlungen unseres Airbnb-Hosts gefolgt und haben uns einfach auf den nächsten Markt geworfen. Und da habe ich das bestellt, was mir einfach empfohlen wurde, nämlich ein Hokkien Mee. Wir blenden euch den Namen unten an, falls ich es nicht richtig ausspreche. Ich bin gespannt, was mich jetzt erwartet. Und weil wir es noch kosten wollen, gibt es jetzt Ente mit Reis und Saft. Schaut auf jeden Fall sehr gut aus. Rundreise sind wir jetzt endlich am Meer. Wir waren zwar schon einmal ganz kurz in Singapur baden, aber jetzt beginnt wirklich der Strandurlaub für uns und wir haben das Meer richtig vermisst. Batu Ferringhi ist ein Ortsteil auf Penang, der vor allem für seinen 4 Kilometer langen Strand bekannt ist, der gleichermaßen bei Einheimischen und Touristen beliebt ist. Dementsprechend viele Hotelanlagen gibt es hier auch. Ein kleiner Geheimtipp von uns, den wir selbst von unserem Airbnb-Host erfahren haben, ist der Starbucks in Batu Ferringhi. Hier kann man gut mit dem Auto parken, sich ein kühles Getränk holen und auf der Terrasse hinter dem Starbucks mit tollem Blick auf das Meer dieses auch genießen oder ihn als Ausgangspunkt für einen Strandspaziergang nutzen. Ein neuer Tag und ein ähnlicher Start. Wir warten gerade auf unser Grab. Damit fahren wir dann zum Start der Zahnradbahn, die uns dann auf den Penang Hill bringt. Die Fahrt mit der Zahnradbahn ging wirklich super schnell. In 5 Minuten waren wir am Berg oben. Die Aussicht ist wirklich toll, allerdings ist es heute ein bisschen trüb. Es gibt hier so viel zu entdecken, damit haben wir eigentlich gar nicht gerechnet. Wir dachten, es gibt vielleicht einen Aussichtswalk und das war's. Aber hier kann man eigentlich den ganzen Tag verbringen und wir werden jetzt einfach ein paar ausgewählte Highlights rauspicken. Der Habitat ist nochmal ein extra Eintritt, den wir bezahlt haben auf den Penang Hill. Der kostet 60 Ringgit pro Person, das ist eigentlich relativ teuer verhältnismäßig. Wir haben ihn uns trotzdem gegönnt und es führen sehr viele liebe kleine Wege durch den Dschungel und mit etwas Glück kann man sogar Affen sehen. Der Penang Hill ist auch ein super Spot, um den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang zu beobachten. Wir sind ein bisschen zu spät dafür dran, es ist schon 10 Uhr vormittags. Aber wir werden den Tag hier trotzdem genießen. Im Eintrittspreis für The Habitat ist übrigens auch der Curtis Crest Treetop Rock inkludiert. Das ist ein kleiner Rundwanderweg, ca. 10 bis 15 Meter über dem Boden. Und von oben hat man eine tolle Aussicht über die ganze Insel und man kann die komplette Küste einmal rundherum sehen. Und ein kleiner Funfact, das ist übrigens der höchste öffentlich zugängliche Punkt auf ganz Penang. An Tierbegegnungen, wir haben nur ein riesiges Eichhörnchen gesehen, das war es auch schon. Man muss aber dazu sagen, in Malaysia sind gerade Schulferien und es waren sehr viele Familien mit Kindern da und die Geräuschkulisse war sehr hoch. Wir befinden uns jetzt gerade beim Kek Lok Si Tempel, nämlich genau genommen schon am höchsten Punkt des Tempels. Kek Lok Si bedeutet übrigens der Tempel des höchsten Glücks. Die Statue, die ihr hinter mir seht, ist 40 Meter hoch und wird von einem 60 Meter Pavillon beschützt. Und das ist auch das Hauptstück des Tempels. Der Kek Lok Si Tempel ist wirklich riesig. Man kann hier entweder zu Fuß bis zur Statue hinaufgehen oder mit mehreren Zahnradbahnen hintereinander und um insgesamt 16 Ringgit pro Person hinauffahren. Weil es hier so riesig ist, gibt es natürlich auch viel instand zu halten. Und wenn man sich etwas zu Fuß bewegt, kommt man an vielen Baustellen vorbei. Wir müssen sagen, dass die vielen kleinen Tempel, die wir bis jetzt in Malaysia sehen durften, etwas detailgetreuer waren, als es hier der Fall ist. Allerdings gefällt es uns trotzdem gut, allein die Statue ist sehenswert und diese riesige Tempelanlage ist echt einen Besuch wert. Wenn ihr im Kek Lok Si Tempel seid, zahlt unbedingt auch die 2 Ringgit Aufpreis für die Buddha Pagode, weil von hier oben hat man einen echt tollen Ausblick über die komplette Tempelanlage.
Auch wenn sich die 5 oder 6 Stockwerke an einem so schwülen Tag wie heute wie 100 anfühlen. Wir sind mit der Zahnradbahn nach ganz oben gefahren und haben den Tempel von oben nach unten besichtigt. Wir empfehlen allerdings nicht nur mit der Zahnradbahn zu fahren, denn erst wenn man durch die ganze Anlage spaziert, sieht man, wie detailreich und wie schön sie eigentlich ist. Es gibt hier ganz viele liebe kleine Gärten, ganz viele kleine Tempel oder auch Aussichtspunkte, die man erst entdecken muss und auf die man hinaufsteigen muss. Es ist wirklich sehr empfehlenswert und einfach sehr genau aufs Detail achten. Unser Fazit. Die Insel Penang und insbesondere auch Georgetown, deren Hauptstadt, hat uns sehr gut gefallen. Es gibt in Georgetown sehr viele kleine, liebeverspielte Gassen und irrsinnig viel Street Art zu entdecken. Aber auch rund um Georgetown gibt es viel zu sehen, zum Beispiel Strände oder Penang Hill oder den berühmten Keklok Sea Temple. Und für Foodies ist Penang ein wahrer Hotspot. Hier gibt es wirklich das beste Street Food. Ja, also ihr könnt ruhig auch etwas länger Zeit auf Penang verbringen. Wir waren jetzt nur 3 Nächte da, wir würden uns wünschen, noch etwas länger bleiben zu können. Aber für uns geht es morgen weiter nach Borneo und was wir dort alles erleben, seht ihr in unserem nächsten Video. Falls euch dieses Video schon gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen nach oben da und über ein Abo auf unserem Kanal würden wir uns ganz besonders freuen. Bis bald! Ich will auch Stäbchen. Er holt Stäbchen. Ui je, Udon-Nudeln mit Stäbchen, wer isst das sowas? Startpunkte für das Sri, wie? Ist übrigens auch der, wie heißt der? Curtis Crest Treetop Walk. Nur ca. 100 Meter vom ältesten, no. Und zwar zu shop. Straight up. Ich mag eine frische Kokosnuss. 哎，爸比这里照超好看的，米卡。不对。